Ja, in der Woche bin ich so, ich würde sagen, so 5 bis 7 Stunden auf dem Wasser. Sieht mein Arm auch trainiert aus auf dem Video? Ich wäre ein komplett anderer Mensch ohne Sport. Noch hyperaktiver. Ja, mein Name ist Franz. Ich bin 22 Jahre alt. Meine Challenge war es, dieses Jahr im Outrigger Kanu das Rüger Ho Festival und den Hiddensee Marathon zu rippen. Beim Outrigger Sport oder beim Ocean Sport ist es so, dass du auf dem Ozean erstmal fährst. Du fährst auf dem Hochwasser, du fährst mit Welle, du fährst mit jeglichen Gegebenheiten, die der Ozean so hergibt, und du hast im Endeffekt über 100 Sportler, bei einigen Wettkämpfen sind es knapp 300. Beim Ocean Sport musst du halt noch gucken, okay, was machen die anderen, wie komme ich am besten aus dem ganzen Getummel raus und kann da meine Linie fahren. Paddlerwechsel, die Besatzung werden zwischendurch getauscht, ob am Strand, weil eine Etappe endet, oder du eben auf dem Wasser tauscht. Also das ist ganz unterschiedlich von Rennen zu Rennen. Ja, Sport spielt auf jeden Fall eine unglaublich große Rolle in meinem Leben. Also ich würde fast sagen, die größte Rolle neben Familie und Freunde. Also ich glaube, ich könnte mir gar kein Leben eigentlich ohne Sport vorstellen. Das ist gar nicht möglich so. Ein typischer Tagesablauf sieht insofern so aus, dass man morgens Sport treibt, dann vielleicht studiert und dann nochmal Sport treibt. Jeden Tag aufs Wasser. Molokai Ho, das ist ein Rennen auf Hawaii, und ja, das ist eigentlich so das Größte, was du im Kanusport machen kannst, ne? Also oder im Oceansport. Das ist so, ich glaube, da sind Boote aus jeglichen Nationen. Ja, da hat mein Vater so auch schon mehrmals teilgenommen. Die Geschichte des Outriggersports kommt aus Hawaii. Das ist so das Größte eigentlich, was du so bestreiten kannst. Wettkampfmäßig. Und das wäre auch mein Ziel, so in den nächsten Jahren da auf jeden Fall teilzunehmen und da vielleicht irgendwie unter die besten europäischen Boote zu rutschen. Ja, die Hawaiianer haben es halt einfach im Blut, ne? Das, was wir uns über Jahre aneignen mussten, das haben die einfach wirklich drin im Blut, ne? Also die wissen, die wachsen in so einem Boot auf. Gut, bin ich mehr oder weniger auch. Ich saß, glaube ich, mit 2 das erste Mal in einem Outrigger drin. Ja. Damals noch mit der Leine vorm Boot. Da sind die vorgefahren, meine Eltern, und haben eine Leine an meinem Boot ran gemacht. Ich habe immer gesagt, schneid die Leine ab, schneid die Leine ab. Das war, ja, so bin ich eigentlich da rangekommen, das schon. Ja, beim Hiddensee-Marathon ging es darum, 72 Kilometer zu absolvieren. Wir haben uns die Challenge gesetzt, im Sechser das Ganze zu absolvieren und dann mit einem Beiboot begleitet zu sein, auf dem immer 3 Wechselleute dabei sind. Wo man dann irgendwann mit 9 Mann an die Grenze seiner Kräfte kommt. Das, ja, aber war trotzdem mega geil.
Auf den zweiten. Vize. In unserer Rennklasse waren noch 2 weitere Boote unterwegs. Ja, im Endeffekt geht es ja auch darum, dass du deinen Körper so an so eine gewisse Leistungsgrenze bringst. Ne? Einfach mal guckst, wozu ist der Körper überhaupt imstande. Habe ich auch gemerkt zwischendurch. Dass ich da mit blauen Lippen auf dem Boot lag. Ja, aber nee, grundsätzlich sehr zufrieden eigentlich. Die Rüger Ho ist eigentlich angelehnt an ein französisches Outriggerrennen, bei dem es auch darum geht, 3 Etappen zu paddeln. Die erste Etappe sind 45 Kilometer, die zweite Etappe waren dann 20 Kilometer und die dritte Etappe waren es dann nochmal 24 Kilometer. Bei der ersten Etappe wurde das Ganze in 3 Teilabschnitte von 14, 17 und nochmal 14 Kilometern geteilt. Nach den einzelnen Teilabschnitten haben wir dann die Bootsbesatzung gewechselt. Oh. Erster Abschnitt, ja. Die ersten 14 Kilometer, wir sind einen Mega-Start gefahren. Und dann plötzlich fahren wir immer weiter raus aufs Meer und die anderen Boote fahren aber unter Land. Und da dachte ich mir, was machen wir hier eigentlich? Aber wird sich schon was dabei denken, der Steuermann? Plötzlich fahren die Leute an uns vorbei, die einzelnen Boote, da fahren Boote an uns vorbei, wo wir dachten, naja gut, die werden wir locker in den Sack stecken, ne? Und wir da ganz weit draußen und immer nur das Kameraboot neben uns gehabt oder das Begleitboot. Ich dachte schon, wir, weiß ich, regeln den Streckenverlauf. Also ob sich der Steuermann das bei uns sagte. Ja, sind wir da natürlich angekommen und da waren alle erstmal pissig. Dann flog erstmal das Cappy übers Wasser. Absolut scheiße. Sauer. Ich war so pissig. Unglaublich. Da ist jetzt ordentlich was aufzuholen. Haben die Jungs nochmal angebrüllt beim Wechsel, haben die richtig gepusht, haben da das Boot sozusagen vom Strand weggeschrien, als wir rausgelaufen sind. So viel wie noch ging. Mit der Stimmung, die ich da am Strand hatte. Ja, und dann sind die plötzlich nach 1,5 Stunden als Vierte wieder reingekommen. Der Abstand zu den ersten 3 Booten war da, aber er war deutlich geringer als den Abstand, den wir hinterlassen hatten. Also die sind einfach die Route gefahren, wie es zu fahren galt. Ja, das motiviert ja natürlich, ne? Wenn du wieder dran bist und dann reingehst und das Boot, das an 3. Position ist, 200, 300 Meter vor dir hast und da dich eigentlich voll ranziehen kannst. Dann so über die nächsten 14 Kilometer nochmal. Und da waren natürlich alle heiß. Also ich hab schon so gezappelt eigentlich am Strand. Ich war so juckig. Da wollten wir es dann auch wieder wissen. Tatsächlich 13,8. Auf den letzten 200 Metern war es ein absoluter Schlagabtausch. Also die Jungs, die als Dritter das Ding rippen wollten, die haben auch ordentlich gegengehalten. Und da war es ein absoluter Schlagabtausch auf Augenhöhe. Und dann sind wir durch einen Schwimmer vorbeigerutscht auf den letzten 100 Metern in der Zieleinfahrt, weil das andere Boot musste dadurch nochmal einen kleinen Schlenker nehmen. Dadurch sind wir dann wirklich vorbeigerutscht und sind da furios ins Ziel gefahren. Da habe ich, glaube ich, beim Schlag aufs Boot bei der Zieleinfahrt fast das Boot zerkloppt, weil ich so glücklich war. Und dann war natürlich nach dem ersten Tag, also da war die Stimmung gehypt. Da wussten dann alle, worum es hier geht.
Der 3. Platz war an diesem Tag wie ein Sieg. Der Team Spirit bei uns war auch so absolut hyped, dass alle geil drauf waren und jeder sich gefreut hat für den anderen. Wir sind uns, glaube ich, da angesprungen in den einzelnen oder nach den einzelnen Etappen. Da dachten sich die anderen Leute immer, mein Gott, haben die jetzt schon den Gesamtsieg geholt oder was? Aber das war wirklich wie ein Sieg. Das war mega geil. Also so von einem Land zum anderen paddeln, das würde ich auch mal gerne machen. So, das gab es ja damals 2014 schon mal, von Bornholm nach Rügen. Gab es auch eine 6er-Challenge, 100 Kilometer. Und sowas nochmal zu machen, so vielleicht auch im Surfski eine Inselüberquerung, das wäre auch nochmal geil. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Like and subscribe.